Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese unglaublich süßen Mini-Knäuel gemeinsam Schritt für Schritt. Ich zeige die nochmal so vom Nahen. Ich habe die jetzt so als Schlüsselanhänger gemacht. Ihr könnt da aber auch einfach eine Luftmasche als Anhänger machen oder auch einfach so lassen. Die gehen auch wirklich super schnell und mit Wollresten. Und wir fangen wie immer gemeinsam an. Ich häkel die mit einer 2,5 mm Häkelnadel und nehme mir den Faden jetzt. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Ich lege es einmal um meine 2 Finger. Wir gehen hier vorne rein, holen den anderen Faden raus. Dann holen wir den Faden und ziehen hier einmal durch. Jetzt haben wir unseren magischen Ring. Da häkeln wir jetzt einmal 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Hier ziehen wir das kürzere Stück hier einmal fest. So. Und jetzt brauchen wir erstmal keinen Maschenmarkierer, weil wir haben jetzt 6 feste Maschen und wir verdoppeln jetzt alle. Wir gehen hier in die erste Masche rein und häkeln jetzt in dieser Reihe immer 2 Stück, also 2 feste Maschen in eine Masche. 1 und 2. Das ist jetzt 2 Stück in einer Masche, dann in die nächste 2, also das ist dann 3 und 4. Dann in die nächste 5 und 6. In die nächste 7 und 8. In die nächste 9 und 10 und in die letzte 11 und 12. Somit haben wir jetzt verdoppelt von 6 auf 12. Und jetzt häkeln wir nur noch eine feste Masche in jede Masche, also pro Runde immer 12. Aber ihr braucht jetzt nicht pro Runde einen Maschenmarkierer hinzutun. Ihr könnt einfach so lange jetzt häkeln, bis ihr die gewünschte Größe erreicht habt. Also bei mir ist das hier ungefähr fast 4 cm. Der ist 3,5. Also ihr häkelt einfach jetzt so lange, bis ihr 3,5, 4 cm in die Höhe erreicht habt. Und dann füllen wir das mit Füllwatte und verschließen das. Ich zeige euch auch, wie ich den Anhänger hier ranmache und wie ich das hier selbst gemacht habe. Das zeige ich euch jetzt auch gleich alles. Ich spule jetzt alle Reihen einmal im Schnelldurchlauf und ich häkel jetzt auch einfach 12 feste Maschen, beziehungsweise einfach in Runden eine feste Masche pro Masche, bis ich die gewünschte Länge erreicht habe. Wenn ihr jetzt schon ein paar Maschen gehäkelt habt, dann fängt das an sich zu drehen und wir stülpen das in die andere Richtung. Das ist die schönere Seite, finde ich. Und dann häkeln wir jetzt einfach ganz normal weiter in jede Masche. Und das wird dann jetzt das Äußere unseres Mini-Wollknäuel sein. So, wir haben jetzt einfach nur die ganze Zeit in Runden gehäkelt, sind soweit bei 3,5 cm ungefähr. Jetzt schneide ich den Faden einmal
ein bisschen großzügiger ab. Und dann ziehen wir das hier raus. Jetzt füllen wir das erstmal mit Füllwatte. Da könnt ihr auch super Fädenreste von anderen Projekten reinmachen und ausfüllen. So, einmal schön fest gefüllt. Dieser Faden kommt jetzt auf die Vernähnadel. Und dann nehmen wir uns unser Mini-Knäuel jetzt. Und wir gehen hier immer bei einer Masche in eine Schlaufe rein. Und das hier oben einmal drumherum. Nur eine Schlaufe von jeder Masche. Die sehen wirklich super süß aus. Also ich finde die mega zum Verschenken. Das geht auch wirklich schnell und mit Wollresten und in verschiedenen Farben. So, jetzt sind wir hier schon bei der letzten angekommen. Und jetzt können wir das einfach zuziehen. So. Und jetzt gehe ich einmal mit der Vernähnadel hier durch 1, 2 Maschen durch. Und so gesehen vernähen wir jetzt unsere Wolle in der Füllwatte. Ein paar Mal hin und her. Und gleich formen wir das noch schön. So. Dann können wir einmal diesen Faden hier wieder abschneiden. Und wir brauchen den Faden jetzt auch weiterhin. Und zwar wird das gleich unter dem Etikett verschwinden. Aber ich lege mir das hier drauf und mache hier jetzt einen schön festen Knoten rein. Am besten schön mittig. So, und ziehe das jetzt richtig fest. Das ist nachher unter dem Etikett verschwunden und das sieht man nicht, aber ich finde, es gibt eine super schöne Form. Das sieht dann noch realistischer aus. Jetzt können wir den Faden abschneiden. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das Etikett gemacht habe. Und zwar habe ich mir jetzt erstmal sowas erstellt gehabt und dann habe ich das mehrmals auf ein Blatt Papier kopiert und habe mir das so ausgedruckt. Die müssen auch schön klein sein natürlich für unsere Mini-Knäuel und das Ergebnis sieht dann so aus. Das habe ich mir erstmal so ausgeschnitten. Das ist jetzt noch zu lang. Ich zeige euch gleich die richtige Größe auch. Da nehme ich mir einmal Tesa. Das wird alles noch realistischer und noch haltbarer. Dann gehe ich hier einmal drauf. So. Wir schneiden das ab. Die Seiten klebe ich nach hinten. Jetzt lege ich mir das hier auf mein Knäuel. So, halte das hinten so fest und schneide das ungefähr so ab. Ich messe euch das mal ab. Also das sind jetzt ungefähr
ja, 6,5 Zentimeter. Dann brauchen wir noch ein ganz kleines Stück Tesa. Dann nehme ich mir das. Hinten die Seiten übereinander. Und ein Stück Tesa. Ihr könnt das natürlich auch alles mit Heißkleber machen, wenn ihr das möchtet. Ich finde, diese Variante ist auch für mich richtig schön. So sieht unser Mini-Knäuel schon aus. Und wenn ihr jetzt auch noch möchtet, können wir einen Schlüsselanhänger ranmachen. Das zeige ich euch. So, hier habe ich den Anhänger. Dafür nehme ich mir so ein Stück Faden, lege das einmal doppelt und die Spitzen fädel ich jetzt einmal hier am Anfang durch. So. Dann ziehe ich das hier einmal durch die Schlaufe und somit habe ich das schon mal festgemacht. Die andere Seite fädle ich auf die Vernähnadel. Das habe ich auch gemacht und jetzt gehe ich hier oben mittig einmal durch. Einmal nach unten, ziehe einmal durch und somit haben wir das hier oben schon festgemacht. Und jetzt könnt ihr auch mehrmals einmal durchstechen und die Wolle in der Füllwatte vernähen. Oder ihr könnt natürlich auch unten verknoten oder auch noch Perlen ranmachen, das ist euch überlassen. Und ihr könnt auch perfekt Wollreste einfach verwenden, um diese Mini-Wollknäuel auszustopfen. Dafür brauchen wir halt nicht unbedingt Füllwatte, sondern die ganzen Reste, die wir haben. Zum Beispiel hatten wir das auch noch vorhin übrig. Das können wir alles verwenden, um diese Mini-Knäuel immer zu füllen. Also ist es super für Resteverwertung. Ihr braucht nur ganz wenig Wolle und auch füllen kann man die mit übrig gebliebenen Resten. So, ich habe das jetzt mehrmals hin und her gezogen. Jetzt schneiden wir das hier auch ab. Das sind zum Beispiel jetzt Reste, womit wir unser nächstes Knäuel füllen können. Und so sieht jetzt unser Mini-Wollknäuel aus. Es geht wirklich super schnell, sieht super süß aus, finde ich perfekt zum Verschenken. In verschiedenen Farbenvariationen. Das ist ja diese Einhornwolle, die ist auch super süß, finde ich. Das war eigentlich auch eine Wolle mit Farbverlauf, aber das war so wenig Wolle, was wir brauchen, dass es gar nicht zu der anderen Farbe gekommen ist. Deswegen ist es einfarbig geworden. Und so sehen die jetzt aus. Es würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt und einen Daumen nach oben da lässt. Und dann sehen wir uns auch schon die Tage bei einem neuen Video. Ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und bis dahin.